heute bei Sporta, das ist ein Rehabilitations- und wie nennt man es, Physiozentrum. Hier arbeitet Kiko, er ist ein sehr guter Freund von mir von der Uni. Habe ich hier kennengelernt. Er arbeitet als Preparador Físico, also als Athletiktrainer. Ich bin gespannt, was Kiko so für ein Training macht hier im Gym mit denen, weil die auch recht jung sind. Und genau, mal schauen, was passiert. Meine persönliche Mission hier in Spanien ist, mehr über den Fußball zu erfahren. Ich will persönlich ein globaleres Bild vom Fußball bekommen. Dafür bin ich natürlich sehr dankbar, dass ich hier sein kann. Immer wenn ich neue Erfahrungen mache, dann will ich sie mit euch teilen und dadurch könnt ihr vielleicht auch dazu lernen. Er arbeitet heute mit 3 Jungs und eben fußballspezifisch mit der arbeiten. Er hat mir schon gezeigt, dass er hier dass wir jedes Mal so machen, dass wir einen Trainingsplan an den Spiegel schreiben. Die Jungs machen jetzt gerade noch mit der Black Roll was, kommen jetzt gleich zusammen und dann wird er erklären, was sie heute zu tun haben. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. So viel zur Aktivierung und jetzt geht's gleich in den Hauptteil rein, wo wir zur Sprüngen kommen. It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. Die Jungs haben zuerst ohne Ball gearbeitet, jetzt haben sie 2 Tennisbälle dabei. Was ich eben sehr faszinierend finde, man sieht direkt in den Gesichtern von den Kindern, wie viel Spaß es ihnen einfach macht, wenn irgendwie eine kleine Challenge dabei ist, wenn ein Ball mal geschmissen wird, wenn sie auf irgendwas reagieren müssen. Die kommen natürlich auch aus dem Fußball und eben man sieht einfach den Unterschied zwischen einer Übung ohne Ball, ohne Objekt, ohne Herausforderung, einfach nur Krafttraining sozusagen und eben eine Übung wie der jetzt gerade, wo es um Schnelligkeit geht und danach irgendwie was zu fangen oder wieder zurückschmeißen und reagieren muss, dann ist auch die Beziehung untereinander oder wie sie untereinander umgehen auch nochmal anders. Deshalb, also das finde ich sehr, sehr spannend und könnt ihr sicher für euch auch mit reinnehmen. Ich habe gerade mit dem Chef gesprochen hier von dem Reha-Zentrum. Er ist sehr, sehr sympathisch, sehr, sehr cooler Typ. Hat gesagt, dass er gestartet hat mit einer normalen Sportwissenschaften-Studium. Dann kam er eigentlich über die Schiene für Rehabilitation für Menschen mit Behinderung. Kam dann irgendwie übers CrossFit dazu, dass er jetzt eben hier das aufgemacht hat, das Studio. Das, was er eben gesagt hat, was ihm so sehr Spaß macht und die Motivation gibt, ist, dass er immer neue Projekte irgendwie ausprobieren will hier innerhalb dieses Studios. Also sie haben sowohl mit älteren Menschen, Senioren, Seniorinnen was, dann haben sie jetzt eben dieses Projekt, wo Kiko dabei ist, dass sie fußballspezifische Athletiktraining anbieten. Und so haben sie verschiedene Projekte, auch mal ein Camp angeboten, wo mich Kiko auch schon gefragt hat, ob ich dabei sein will. Mal schauen, was das in Zukunft bringt. Fazit von dem Ganzen, ich bin natürlich wie immer, ihr kennt mich, sehr, sehr dankbar, dass Kiko mich hierher geholt hat. Danke auch an Charlotte, die hier das Ganze gefilmt hat. Sehr spannende Persönlichkeiten. Ja, da bin ich ganz rot, gell? Nee, sehr, sehr coole Leute auf jeden Fall dabei, die Jungs am Ende auch noch ein paar Fragen gestellt und so. Ich feiere es einfach sehr, dass ich die Leute hier kennengelernt habe.
ich werde Kiko jetzt danach, ich habe ein bisschen was mitgeschrieben, Feedback geben, ein paar Dinge sehr interessant für mich waren, gerade weil ich ja nicht aus dem Athletiktraining komme, eben so Dinge in diesem Alter mit Gewichten trainieren oder Wiederholungen zählen, Zeiten zählen und so weiter, diese ganzen Dinge. Oder was ich sehr geil fand, habe ich ja vorhin auch gesagt, dass einfach mit Ball dann auch viele Dinge gemacht hat. Genau, und dann mal schauen, was er mir da als Antwort gibt. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wir sehen uns sicherlich beim nächsten Video. Einen Schluss zu finden ist immer schwierig. Also haut dann was ein. Una frase de papá. Guau, es que es un padre. Conmigo, al fin del mundo. ¿Ya quería? Yo no me he visto. Claro, tío, no entiendes nada. Hay que ser natural, espontáneo. Aquí hace la vida que no me ve nada. Aquí todo está bien, aquí todo sale perfecto. Vale.